Cselekedj a Holnapért Alapítvány tevékenységének egyik fontos oszlopa, tevékenységi területe gyermekek tanulásának segítése. Olyan gyerekeket próbálunk anyagilag támogatni, akik vagy egészségügyi, pénzügyi szempontból, vagy pedig nyelvtudás hiányossága miatt nem igen érnek el eredményt tanulmányaik során, és az ő támogatásukkal talán sikeresebbek lehetnek. Az egyik ilyen projektünk Grazban fut, ahol külföldi nemzetközi iskolában tanuló diákoknak nyelvi gondok miatt tanulmányi akadályokkal kell szembenézniük, és ennek kapcsán szeretnénk most beszélgetni azokkal a helyi kollégákkal, akik tanulásban, tanításban segítőként közreműködnek. Szeretném most bemutatni a beszélgetés résztvevőit, illetve azokat a kollégákat, akik ebben a programban részt vesznek, és a gyerekek tanításában közreműködnek. Először is Tal Abud urat, aki tolmácsként dolgozik Grazban, és segített nekünk a program megszervezésében és előkészítésében, valamint Stefan Gramser urat, Jászló Antos és Klára Schöfman, akik a Graz Egyetem pedagógia szakos diákjai, és ők vesznek részt konkrétan a tanítás lebonyolításában. Ich möchte Sie dann ganz herzlich fragen, wie Sie in dieses Programm reingenommen waren und wie Sie diesen Kontakt für uns geholfen hatten aufzubauen. Ich hatte die Kinder kennengelernt, da ich eine Dolmetschung in einer Schule gemacht habe. Und so habe ich die Kinder kennengelernt und ich habe festgestellt, dass die Deutschkenntnisse nicht ausreichend sind. So sah ich ein Problem, das bewältigt werden sollte, damit diese Kinder, die eigentlich Flüchtlinge sind und seit einem Jahr in Graz leben, dass man ihnen hilft, damit sie eine leichtere Zukunft haben, beziehungsweise damit sie sich besser in die Gesellschaft und in der Schule integrieren können. Als ich auf die Kinder aufmerksam geworden bin, habe ich mich an ihre Organisation gewandt und habe die Problematik dargestellt. Und wir haben nach einer Lösung gesucht und die Lösung war die, wir haben eine kurze Zeit, nur von Dezember bis Juni, denn dann bis Ende Juni, denn dann ist das Schuljahr zu Ende. Und es sollte ein Intensivkurs sein für die Kinder. So habe ich mich dann an Kinderfreunde in Graz gewandt. Und diese Organisation hat mir dann Studenten vorgeschlagen, die Pädagogik und Lehramt studieren. Es gab dann mit Hilfe der Schule Interviews, es waren insgesamt 10 Studenten. Wir haben Interviews gemacht und danach haben wir uns für die 3 Lehrer entschieden, da wir gedacht haben, das sind die geeignetsten Lehrer für diese Kinder. Und wir haben auch ausgemacht, dass wir dreimal jeweils 2 Stunden in der Woche Intensivkurs geben. War die Schule bereit, in dieser Kooperation teilzunehmen? Waren Sie froh, diese Hilfe zu haben? Selbstverständlich, alle haben diese Idee begrüßt, dass man den Kindern hilft. Es ist gut für die Schule, es ist gut für die Kinder, es ist im Endeffekt gut für alle. Gut, danke. Also ich möchte die Frau Schöckmann fragen, was haben Sie, und die Frage gilt für alle 3 von Ihnen, was haben Sie erlebt während dieser Unterrichtsprogramm? Was waren die grundsätzlichen Probleme von den Kindern, ob das Sozial- oder Sprachenproblem waren, und was für eine Zukunft Sie sehen für die Kinder in dieser Land? Anfangs habe ich sehr viele Probleme gesehen, also vor allem sprachlich. Natürlich auch sozial, also sie haben keine Ahnung gehabt, wie man lernt, sie haben nicht gewusst, was es bedeutet zu lernen, sie haben nicht gewusst, dass man sich ransetzen muss und wirklich länger an einer Arbeit sitzen muss. Das Lernen auch bedeutet Wiederholung, aber ich finde, das haben sie über die Zeit gelernt. Also sie haben am Anfang Probleme gehabt und jetzt haben sie wirklich eine Freude daran gefunden. Das war anfangs wirklich ein Problem, sprachlich natürlich auch. Das hat sich natürlich verbessert. Sie können jetzt auch erzählen. Früher waren nur einzelne Wörter möglich, kurze Sätze, jetzt können sie schon ganze Geschichten erzählen, schon Inhalte darbieten. Ja,
Also so muss ich schon sagen, hat sich sehr viel weiterentwickelt in einer kurzen Zeit. War sie einfach akzeptiert von den Kindern? Am Anfang war es ein bisschen so, ja, schauen wir mal. Aber mittlerweile sehr akzeptiert, vor allem unsere Familie, die sind wirklich froh, dass sie diese Unterstützung bekommen. Die Kinder haben sehr viel dazu gelernt, auch vor allem Respekt gegenüber einer älteren Person. Das haben sie am Anfang nicht wirklich gehabt, sondern ja, da hat man halt dann doch die Kinder auch noch erziehen, auch noch zusätzlich müssen. Aber mittlerweile funktioniert alles einwandfrei und die Kinder haben auch wirklich Freude an denen, wie die Clara schon gesagt hat, und nehmen das sehr gut an und ich bin fest überzeugt, dass es ein wirklich guter Schritt für ihre Zukunft ist, dass sie bei dem Projekt mitmachen dürfen. Müssen Sie spezielle andere Methoden benutzen während des Unterrichts, als man normalerweise mit Landsleuten hat in der Schule? Na, im Grunde ist der Zugang zu den Kindern ein ähnlicher wie genauso bei uns. Kinder sind Kinder, egal woher sie kommen, sage ich mal. Und von dem her es keine speziellen Varianten geben. Natürlich ist es ein anderer Zugang als mit jemandem, der schon mit Deutsch aufgewachsen ist. Es sind einmal die Grundsteine zu legen, ist mal sein Anfang. Und dadurch baut man dann einfach im Laufe der Zeit auf. Welcher der Fortschritt vielleicht bei österreichischen Kindern schneller gewesen wäre, weil es schon die Muttersprache wäre. Aber die Kinder lernen und haben mittlerweile eine gute Sicherheit bezüglich der deutschen Sprache. Haben Sie den Eindruck, dass die Kinder froh sind, dass sie verschiedene weitere Schritte machen konnten in der deutschen Sprache? Ist das eine positive Feedback für Sie, dass Sie Ergebnisse haben? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich merke jedes Mal, wenn ich gehe, sagen sie, kommst du eh wieder nächste Woche? Bist du eh da? Sag ich, ja, natürlich bin ich da. Ja, super, kann ich einen Zettel haben und bis nächste Woche den machen? Also man merkt, sie möchten unbedingt und auch Zusatz. Also nicht nur die paar Stunden, sondern sie sagen dann, ja, kann ich noch was haben für nächste Woche, dass ich da in der Zeit noch was mache. Also es ist wirklich die Motivation total da. Also man merkt, sie merken, dass sie Fortschritte machen, das freut sie, das freut uns und dadurch sind sie motiviert. Denken Sie, dass, weil für uns das ein Pilotprojekt ist, denken Sie, dass es würde wirklich wert sein, dieses Projekt weiterzumachen, auch andere Kinder zu helfen in der Zukunft? Auf jeden Fall. Das Projekt ist wirklich richtig gut. Es geht genau in die richtige Richtung. Man muss Kinder einfach so unterstützen, die eben eine andere Muttersprache haben. Also mit lernen sie ja meistens, sie lernen so direkt, sie lernen von Österreichern, sie lernen, wie das Land da ist, und wir lernen auch wahnsinnig viel von ihnen. Also ich finde, das Projekt wird definitiv weiter unterstützt und eben andere Kinder sollten auch an dem Projekt teilhaben dürfen. Wir sind dreimal in der Woche bei den Kindern. Jeder von uns dreien hat einen Tag. Da sind wir bei den Kindern 2 Stunden, entweder zu Hause oder in der Schule. Das können wir frei wählen. Jedes Kind ist eine Stunde, lernt eine Stunde mit uns. Also der Sali eine Stunde und die Inschuk eine Stunde. Und unsere Inhalte sind Mathematik und Deutsch natürlich. Mathematik deswegen, weil sie dort auch Probleme haben, weil Mathematik hängt ja auch stark mit Sprache zusammen. Ja. Ja. Hauptsächlich lesen wir mit den Kindern und schreiben mit den Kindern. Ich bin hauptsächlich in der Schule, weil dort die Tafel ist, die uns zur Verfügung gestellt wird. Wir lesen sehr viel. Mittlerweile können beide ganze Sätze, wenn nicht sogar ganze Geschichten lesen. Und ja, es geht ziemlich gut voran. Genau, also der Ablauf ist ziemlich immer ähnlich. Zuerst schreibe ich mit den Kindern was, dann lesen wir ein bisschen und zum Schluss wird noch gerechnet. Wir wiederholen oft und zusätzlich kommt dann nach dem Wiederholen auch was Neues noch dazu, dass man immer einen kleinen Fortschritt beobachten kann. Ganz wichtig ist natürlich, dass es spielerisch ist. Also wir machen auch Lernspiele. Es ist nicht nur striktes Arbeiten natürlich. Gehört auch dazu, dass Spaß natürlich. Ja. Wir haben mehrere Sprachspiele halt mit den Kindern zusammen entwickelt, die ihnen total Spaß machen und auch die Sprache richtig voranbringen und sich förderlich dadurch. Genau, also zum Beispiel Bilder-Memory, wo sie dann zu den Bildern etwas erzählen müssen, was ist auf den Bildern vorhanden, das sehen sie dort, in welchem Zusammenhang stehen die Bilder. Und
dadurch spielerisch die Sprache arbeitet. Also ich im Namen von unserer Stiftung auch und in meinem persönlichen Namen möchte ich sehr herzlich bedanken für die Hilfe und für diese Mitarbeit, das sie für uns machen. Und wir hoffen, dass wir diese Projekte auch in der Zukunft weitergehen können. Ja? Recht schön Dank.